Stellen Sie sich ein Gebiss vor, das wie eine Kreissäge aufgebaut ist. Zahnreihe und Zahnreihe, spiralförmig nach innen gedreht, als hätte jemand eine Kreissäge zu einer Schnecke aufgerollt und sie ins Maul eines Hais implantiert. Wissenschaftler fanden diese Struktur vor über 100 Jahren, lange bevor Röntgenstrahlen in der breiten medizinischen Praxis Einzug hielten, ganz zu schweigen von der Computertomographie. Und fast den ganzen 20. Jahrhundert platzierten sie an der falschen Stelle des Schädels und erfanden für das Wesen eine Anatomie, die es nie besaß. Am Schwanz, an der Nase, am Rücken, überall, nur nicht an der einzigen Stelle, wo sie tatsächlich war. Es hieß Helicoprion. Und die Geschichte, wie die Wissenschaft fast 100 Jahre lang dasselbe Tier falsch zusammensetzte, bevor die Lösung durch einen Computertomographen gefunden wurde und nicht durch eine weitere Vermutung eines Schreibtischwissenschaftlers, eröffnet unsere heutige Sammlung von Kreaturen, deren Rekonstruktion lange Zeit fehlerhaft war und das nicht aus einem einzigen zufälligen Grund, sondern aus mehreren völlig unterschiedlichen. Der erste versteinerte Bruchstück der spiralförmigen Zahnstruktur wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Australien gefunden und bald tauchten ähnliche Funde in Idaho, am Ural und an anderen Stellen der Erde auf, wo sich Ablagerungen des Perms erhalten hatten, einer Epoche, die der Ära der Dinosaurier vorausging. Die formale wissenschaftliche Beschreibung der Gattung erschien im Jahr 1899 durch den russischen Geologen Alexander Karpinski, der nach der Untersuchung eines Exemplars vom Ural dem Wesen den Namen Helicoprion gab, von griechischen Wörtern, die Spiralensäge bedeuten. Der Name selbst erwies sich als überraschend treffend, auch wenn Karpinski selbst, wie alle seine Zeitgenossen, keine Ahnung hatte, wo genau am Körper des Tieres diese Säge zu Lebzeiten angebracht war. Bemerkenswert ist, dass selbst Karpinski in seiner ersten Publikation eine Rekonstruktionsvariante vorschlug, die sich später ebenfalls als falsch erwies. Er vermutete, dass die Spirale eher eine Art Verteidigungsanhängsel darstellte und kein vollwertiges, funktionelles Element des Kiefers, das bei der Nahrungsaufnahme eingesetzt wurde. Die Struktur selbst war gleichzeitig beeindruckend und verwirrend. Eine dicht gewundene Spirale aus Dutzenden scharfer, dreieckiger Zähne, jeder folgende größer als der vorherige und an der Basis merklich breiter. Als ob das Wesen im Laufe seines Lebens Zähne nachwuchsen ließ, sie aber nie verlor und die gesamte Geschichte seines Wachstums in einer einzigen Spirale in sich selbst aufrollte. Der Durchmesser der größten gefundenen Spiralen übersteigt 30 cm. Eine beachtliche Größe selbst für eine reine Zahnstruktur, ganz zu schweigen von dem Tier, dem sie vollständig gehörte. Zum Vergleich: Das ist merklich größer als eine vollständige Zahnreihe eines erwachsenen weißen Hais, eines der bekanntesten Raubtiere der heutigen Meere. Und das, obwohl beim Helicoprion nur der Unterkiefer zu einer Spirale aufgerollt war und nicht der gesamte Mundapparat. Wenn Ihnen diese Beschreibung bereits seltsam vorkommt, geben Sie einen Daumen hoch. Denn jetzt beginnt eine echte Kriminalgeschichte darüber, wie die Wissenschaft fast ein Jahrhundert lang mit diesem Fund falsch lag. Das Problem ist, dass vom Tier selbst, abgesehen von der Zahnspirale, fast nichts erhalten geblieben ist. Das Knorpelskelett von Haien und ihren Verwandten zersetzt sich wesentlich schneller als Knochen, da Knorpel im Gegensatz zu Knochen keine mineralisierte Struktur besitzt, die der Zersetzung und dem Druck des umgebenden Gesteins über Millionen von Jahren standhalten kann. In der überwiegenden Mehrheit der Funde hatten Paläontologen nur die Zahnspirale selbst zur Verfügung, herausgerissen aus dem Kontext des übrigen Schädels, der einzig wirklich feste, widerstandsfähige Teil des gesamten Skeletts des Tieres, der uns fast allein erhalten geblieben ist. Das bedeutete, dass Wissenschaftler raten mussten, wo genau im Maul oder am Körper des Tieres diese Struktur befestigt war. Und über Jahrzehnte hinweg häuften sich die Theorien, eine skurriler als die andere, ohne jede Möglichkeit, die Vermutung anders zu überprüfen, als durch den Vergleich mit heutigen Knorpelfischen.
deren innerer Schädelaufbau völlig anders ist und keine direkten Hinweise für eine so ungewöhnliche Struktur liefert. Die Situation wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass im Laufe von über einem Jahrhundert der Untersuchung kein einziges vollständig artikuliertes Skelett gefunden wurde, bei dem die Spirale zusammen mit den übrigen Schädelknochen in ihrer ursprünglichen, relativen Position erhalten geblieben wäre. Genau dieses fehlende Glied fehlte der Wissenschaft bis zum Aufkommen zerstörungsfreier Scan-Methoden. Manche Forscher im frühen 20. Jahrhundert platzierten die Spirale an der Schwanzspitze, wie eine aufgerollte Peitsche, mit der das Tier seine Beute durch einen schnellen Schlag betäuben konnte. Andere ordneten sie auf der Rückenflosse an, eine nach außen ragende Scheibe aus Zähnen, deren Nutzung zu Lebzeiten des Tieres unklar war, höchstens als einschüchternde äußere Verzierung. Wieder andere vermuteten, dass die Spirale direkt aus der Nase ragte, ähnlich einer Kreissäge, die als Rambock nach vorne gerichtet war. Eine Version, die es über Jahrzehnte regelmäßig in paläontologische Illustrationen von Kindenzyklopädien schaffte und vielen aus alten Büchern über die prähistorische Welt bekannt sein dürfte. Eine weitere Version platzierte die Spirale im Maul selbst, aber außerhalb der Kiefer, wie ein zusätzliches äußeres Organ, das quer über den Mund ragte. Anatomisch ebenso unwahrscheinlich wie die anderen, aber bis zum Aufkommen neuer Analysemethoden von niemandem überzeugend widerlegt. Jede dieser Versionen fand Eingang in wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen ihrer Zeit und prägte bei mehreren Lesergenerationen ein völlig fantastisches, anatomisch unmögliches Bild des Wesens, und bemerkenswerterweise war keine der Versionen angesichts der damals verfügbaren Daten absurd. Wenn man nur die Spirale isoliert vom umgebenden Kontext hatte, blieb buchstäblich jede Platzierung eine gleich wahrscheinliche Hypothese. Übrigens, falls Sie sich fragen, warum Knorpelskelette so viel schlechter erhalten bleiben als Knochenskelette, schreiben Sie uns das in die Kommentare. Das Thema der Erhaltung verschiedener Gewebetypen in der Fossilienkunde verdient irgendwann in der Zukunft eine eigene, ausführlichere Behandlung. Der entscheidende Durchbruch gelang erst im Jahr 2013, als ein Forscherteam unter der Leitung von Leif Tapanila eines der vollständigsten Exemplare mittels Computertomographie untersuchte. Eine Methode, die es ermöglicht, in ein Fossil hineinzublicken, ohne es physisch zu zerstören. Bis zu diesem Zeitpunkt bedeutete die Untersuchung solcher Exemplare entweder das Zersägen seltener Funde zur Untersuchung der inneren Struktur oder die Beschränkung auf die reine äußere Betrachtung. Beide Optionen waren entweder zerstörerisch oder in der Menge der verfügbaren Informationen grundlegend begrenzt. Der Tomograph löste dieses Dilemma. Das Team konnte ein vollständiges, dreidimensionales Modell der inneren Schädelstruktur erstellen, einschließlich der Knorpelelemente, die teilweise zusammen mit den Zähnen mineralisiert waren und sich daher im Abdruck deutlich besser erhalten hatten, als man es von Knorpelgewebe erwarten konnte. Das Ergebnis war für alle bisherigen Versionen gleichzeitig unerwartet. Die Zahnspirale befand sich nicht außen, sondern vollständig im Unterkiefer des Tieres, nahm fast den gesamten Raum zwischen den Knochen ein, während der Oberkiefer des Helicoprion offenbar gar keine Zähne hatte. Stattdessen diente der obere Teil des Mauls anscheinend als eine Art Führungsschiene, entlang der die untere Spirale beim Biss glitt und wie eine einzige rotierende Klinge wirkte, die die Beute von unten nach oben durchtrennte. Es stellt sich heraus, dass die Spirale zu Lebzeiten wie ein Förderband funktionierte. Neue, größere Zähne bildeten sich im hinteren Teil des Kiefers und verdrängten allmählich ältere, bereits teilweise funktionsunfähige Zähne nach vorne und unten in die aufgerollte Spirale. Das Tier verlor buchstäblich nie einen einzigen Zahn während seines gesamten Lebens, sondern lagerte sie einfach in einem ständig wachsenden inneren Archiv seines eigenen Kiefers ein. Dabei funktionierte nur der vordere, neueste Teil der Spirale.
Die übrigen Umgänge blieben einfach im Maul als eine Art Zahnarchiv der vergangenen Lebensjahre. Ein solcher Mechanismus ist selbst im Kontext der gesamten außergewöhnlichen Vielfalt der Zahnsysteme von Wirbeltieren ein einzigartiges Phänomen. Bei den meisten modernen Haien werden die Zähne zwar kontinuierlich im Laufe des Lebens ersetzt, aber die alten Zähne fallen einfach aus und gehen verloren, anstatt im Kiefer als wachsende Struktur erhalten zu bleiben. Das einzige, einigermaßen ähnliche Prinzip findet sich bei einigen modernen Nagetieren, deren ständig wachsende Schneidezähne sich an einem Ende abnutzen, während sie am anderen wachsen. Aber selbst dort gibt es nichts Vergleichbares zur buchstäblichen Speicherung der gesamten Zahnwachstumsgeschichte in einer einzigen physischen Struktur, wie es beim Helicoprion der Fall war. Im Wesentlichen entdeckten Paläontologen mit der Entschlüsselung des Spiralmechanismus gleichzeitig eine evolutionäre Lösung, die sich offenbar bei keiner anderen Linie von Wirbeltieren im gesamten weiteren Verlauf des Lebens auf dem Planeten wiederholte, einschließlich der enormen Vielfalt moderner Knorpel- und Knochenfische. Was das allgemeine Erscheinungsbild des Tieres betrifft, so stellen Rekonstruktionen der letzten Jahre Helicoprion als einen Raubfisch dar, der in seinen Umrissen einer modernen Haifischart entfernt ähnelt, aber zu einer viel älteren und bereits vollständig ausgestorbenen Gruppe von Knorpelfischen gehört, den Eugeneodonten, deren evolutionäre Linie sich lange vor dem Erscheinen der Dinosaurier von der Linie der modernen Haie trennte. Nach Schätzungen von Forschern, die auf dem proportionalen Verhältnis der Größe der Zahnschnecke zur Größe des Schädels bei den nächsten untersuchten Verwandten basieren, konnte die Körperlänge von Helicoprion 7 Meter erreichen. Eine große, aber für paläozoische Raubfische keine Rekordgröße, die jedoch durchaus ausreichte, um über Millionen von Jahren seiner Existenz eine der Hauptpositionen unter den Meeresräubern seiner Zeit zu behaupten. Funde von Zahnschnecken auf so unterschiedlichen Kontinenten, in Australien, Nordamerika und auf dem Gebiet des heutigen Russlands, deuten darauf hin, dass Helicoprion keine lokale, sondern eine wirklich weit verbreitete Gattung war, die die Meere praktisch auf der ganzen damaligen Erde bewohnte. Besonders reichhaltige Fundquelle war der Bundesstaat Idaho in den USA, wo im Laufe des 20. Jahrhunderts eine beträchtliche Anzahl von Exemplaren unterschiedlichen Erhaltungszustands gesammelt wurde, was es den Forschern im Jahr 2013 schließlich ermöglichte, aus der gesamten Sammlung des über Jahrzehnte angesammelten Materials das am besten geeignete, am wenigsten beschädigte Exemplar für die Tomographie auszuwählen. Dies unterstreicht zusätzlich, wie erfolgreich die evolutionäre Strategie des Prinzips des spiralförmigen Zahnförderbandes war, da sie es der Gattung ermöglichte, über einen so langen Zeitraum der geologischen Geschichte unter so unterschiedlichen ozeanischen Bedingungen zu gedeihen. Wenn es für Sie eine Entdeckung war, dass ein Tier seine eigenen Zähne ein Leben lang ansammeln konnte, anstatt sie zu verlieren, dann geben Sie uns einen Daumen hoch und wir machen weiter. Das nächste Wesen in unserer Auswahl hat die Wissenschaft fast 2 Jahrzehnte lang falsch zusammengesetzt, nur mit einer noch unerwarteteren Wendung. Wissenschaftler haben es einmal auf den Kopf und rückwärts gestellt und niemand hat es fast 20 Jahre lang bemerkt. Im Jahr 1977 beschrieb der Paläontologe Simon Conway Morris eine winzige Kreatur aus den kambrischen Schiefern von Burgess in Kanada und gab ihr den Namen Hallucigenia, wegen ihres offen halluzinogenen Aussehens, als wäre sie im Traum gemalt. Die Schiefer von Burgess sind einer der berühmtesten Orte für die Erhaltung von Weichkörperorganismen auf dem Planeten und haben der Wissenschaft Hunderte von Arten aus dem Kambrium geschenkt. Einer Epoche rasanter, explosiver Vielfalt von Lebensformen, bekannt als die Kambrische Explosion. Und Hallucigenia wurde schnell zu einem der bekanntesten Symbole gerade dieser seltsamen Epoche. Die kambrische Explosion ist eine Periode, die nach geologischen Maßstäben nicht sehr lange dauerte. Etwa einige 10 Millionen Jahre, in denen sich das Leben auf dem Planeten von überwiegend einfachen, weichkörperlichen Formen
zu fast der gesamten Vielfalt der grundlegenden Körperbaupläne von Tieren entwickelte, die der Wissenschaft heute bekannt sind. Die Schiefer von Burgess haben diesen Moment der Evolutionsgeschichte dank einer seltenen Konvergenz geologischer Umstände mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit erhalten. Unterwassererdrutsche begruben regelmäßig ganze Gemeinschaften von Meeresorganismen fast augenblicklich unter einer Schicht feinkörnigen Schlamms, ohne Zeit für Verwesung oder Zerstörung der zerbrechlichen Weichteile durch Aasfresser oder Strömungen zu lassen. Deshalb sind Kreaturen wie Hallucigenia für das Verständnis gerade dieser Periode so wichtig. Sie stellen eine Art evolutionäre Entwürfe dar, von denen einige sich durchsetzten und zu modernen Gruppen führten, während andere Sackgassen blieben. Experimente der Natur ohne direkte Nachkommen. Die Rekonstruktion, die in alle damaligen Lehrbücher aufgenommen wurde, zeigte eine seltsame Kreatur von etwa 1,5 Zentimetern Länge, die auf einem Paar dünner, stacheliger Beine über den Grund des urzeitlichen Ozeans schritt, mit einer Reihe weicher Tentakel entlang des Rückens. Das Wesen sah in dieser Form so fremdartig aus, dass es jedem bekannten Tierbauplan widersprach und wurde viele Jahre lang als Beispiel dafür angeführt, wie unvorhersehbar die anatomische Vielfalt des Kambriums war, einer Periode, die oft als eine Art evolutionäres Labor beschrieben wird, das weitaus mehr Körperbauvarianten ausprobierte, als bis heute erhalten geblieben sind. Das Problem war, dass die Rekonstruktion komplett auf den Kopf gestellt war, sowohl auf dem Kopf stehend als auch rückwärts. Obwohl dieser Fehler fast 2 Jahrzehnte lang von einem Lehrbuch ins nächste wanderte, ohne jemals hinterfragt zu werden. Weitere Forschungen, die in den 90er Jahren an zusätzlichen, besser erhaltenen Exemplaren durchgeführt wurden, zeigten, was man für stachelige Laufbeine hielt, waren tatsächlich Schutzstacheln entlang des Rückens. Und was man als weiche Rückenfühlhörner interpretierte, entpuppte sich als echte Beine. Nur viel dünner und zahlreicher als ursprünglich angenommen. Und der Kopf des Tieres, wie sich herausstellte, befand sich am gegenüberliegenden Ende des Körpers von dem, was man angenommen hatte. Das heißt, buchstäblich alles, was die breite Öffentlichkeit fast 20 Jahre lang über das Aussehen dieses Wesens wusste, war um genau 180 Grad entlang zweier Achsen gleichzeitig verdreht. Aber wie, glauben Sie, ist es überhaupt möglich, den Kopf eines Tieres mit seinem Schwanz zu verwechseln, wenn ein ganzes Team von Paläontologen seinen Abdruck untersucht? Die Sache ist die, dass die Erhaltung von Weichteilen bei einem so kleinen und zerbrechlichen Organismus selten perfekt ist und einige entscheidende anatomische Details, zum Beispiel Augen- und Mundöffnung, waren auf den ursprünglichen Exemplaren entweder beschädigt oder so unauffällig, dass sie bei der ersten Beschreibung einfach nicht erkannt wurden. Erst bei wiederholter Untersuchung unter stärkerer Vergrößerung an zusätzlichen Exemplaren entdeckten die Forscher endlich winzige Augen und einen Mund genau dort, wo, wie sich herausstellte, der Kopf die ganze Zeit hätte sein müssen. Neben der umgedrehten Rekonstruktion klärten spätere Forschungen auch die taxonomische Stellung von Hallucigenia im Stammbaum des Lebens auf. Eine Frage, die lange Zeit fast genauso verwirrend war wie die Frage der Körperorientierung. Heute wird Hallucigenia zur Gruppe der modernen Onychophora oder Samtwürmer gezählt. Einer kleinen, der breiten Öffentlichkeit wenig bekannten Gruppe von Landwirbellosen, die noch heute in tropischen Wäldern vorkommt und äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einigen Merkmalen ihres kambrischen Verwandten aufweist. Darunter ein weicher, segmentierter Körper und zahlreiche kurze Beine. Die Entdeckung dieser Verbindung war eine zusätzliche Bestätigung der korrigierten Ausrichtung. Der Aufbau der Beine moderner Onychophora erwies sich anatomisch als viel näher an dem, was die kambrische Hallucigenia zum Laufen benutzte, als an dem, was man ursprünglich für ihre Fühler gehalten hatte. Die modernen Onychophora selbst sind ziemlich ungewöhnliche Kreaturen.
Sie leben ausschließlich in feuchten tropischen Wäldern, jagen, indem sie klebrigen Schleim auf Beute aus der Entfernung schießen und sind selbst für Spezialisten so selten anzutreffen, dass sie lange Zeit eine der am wenigsten erforschten Gruppen von Landwirbellosen blieben, trotz ihres evolutionären Alters und ihrer engen Verwandtschaft mit einem der berühmtesten kambrischen Wesen. Einige Arten von Onychophora führen ein so verstecktes Nachtleben in der Laubstreu, dass selbst heute, über 1,5 Jahrhunderte nach dem ersten wissenschaftlichen Kontakt der Menschheit mit dieser Tiergruppe, regelmäßig neue Arten dieser Gruppe beschrieben werden. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie es mögen. Wenn die Wissenschaft ihre vergangenen Fehler ehrlich eingesteht und nicht so tut, als ob die Lehrbücher von Anfang an immer richtig waren. Weiter in dieser Sammlung wird es einen weiteren ähnlichen Fall geben. Nur, dass es diesmal nicht um ein mikroskopisches Wesen geht, sondern um ein Tier von der Größe eines modernen Nashorns. Elasmotherium ist ein riesiges, ausgestorbenes Nashorn, das auf dem Gebiet des heutigen Eurasiens lebte. Es war lange Zeit in der Populärkultur unter dem inoffiziellen Spitznamen sibirisches Einhorn bekannt, wegen eines einzigen massiven Knochenvorsprungs auf seiner Stirn, wo sich nach allgemeiner Auffassung zu Lebzeiten ein riesiges Horn befand. Von den Ausmaßen her übertraf dieses Tier alle heutigen Nashörner bei weitem. Die Körpermasse konnte nach Schätzungen 4 bis 5 Tonnen erreichen, was es zu einem der größten Landsäugler der Eiszeit macht und in seinen Dimensionen eher einem kleinen Elefanten als dem uns bekannten Bild eines Nashorns entspricht. Zum Vergleich: Das größte der heute lebenden Nashörner, das Breitmaulnashorn, überschreitet selten eine Masse von 3,5 Tonnen. Das bedeutet, Elasmotherium übertraf selbst den imposantesten der heutigen Vertreter der Familie, und das, obwohl es zu einer völlig eigenständigen, sich längst abgetrennten evolutionären Linie gehörte und nicht einfach ein größerer Vorfahre heutiger Arten war. Lange Zeit dominierte die Annahme, dass Elasmotherium zusammen mit dem Großteil der anderen eiszeitlichen Megafauna, Mammuts, Wollnashörnern, Höhlenlöwen, ausstarb. Also vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren, ungefähr zur gleichen Zeit, als die letzte Eiszeit zu Ende ging und das Klima des Planeten sich rapide erwärmte, wodurch die für diese Arten gewohnten kalten Steppenökosysteme zerstört wurden. Die Realität, die durch genetische und radiokarbonische Analysen relativ neu entdeckter Proben ermittelt wurde, erwies sich als weitaus erstaunlicher. Ein internationales Forscherteam, dem Spezialisten aus den Niederlanden und Russland angehörten, datierte mehrere Elasmotherium-Schädel aus Südsibirien mittels direkter Radiokarbonanalyse von Knochenkollagen. Eine weitaus genauere Methode als die indirekte Datierung nach dem Alter der umgebenden Ablagerungen, die bei früheren Schätzungen angewendet wurde. Die Radiokarbon-Methode bestimmt das Alter organischen Materials anhand der Zerfallsrate eines bestimmten Kohlenstoffisotops, das sich in den Geweben ab dem Zeitpunkt des Todes des Organismus zu verringern beginnt. Aber diese Methode hat eine technische Einschränkung. Mit zunehmendem Alter der Probe wird die Menge des verbleibenden Isotops so gering, dass ältere Schätzungen, die auf weniger empfindlichen Geräten aus früheren Jahrzehnten basierten, oft einfach aufgrund der Genauigkeitsgrenze der damals verfügbaren Labormethoden zu niedrig ausfielen. Gerade die Anwendung moderner, weitaus empfindlicherer Geräte ermöglichte es endlich, eine zuverlässige Datierung zu erhalten, wo frühere Versuche widersprüchliche oder unzureichend genaue Ergebnisse lieferten. Das Ergebnis zeigte: Elasmotherium lebte nach zuverlässig datierten Funden bis vor etwa 39.000 Jahren. Zehntausende von Jahren später, als alle früheren Schätzungen vermuteten, und was besonders erstaunlich ist, das bedeutet eine direkte zeitliche Überschneidung mit bereits in Eurasien verbreiteten Populationen von Menschen des modernen anatomischen Typs. Mit anderen Worten, das riesige Einhorn der Eiszeit verpasste den Menschen nicht einfach in verschiedenen geologischen Epochen, wie man bisher glaubte, es könnte durchaus unseren fernen Vorfahren direkt begegnet sein.
Und solche Begegnungen könnten die Grundlage für einige alte Mythen über gehörnte Ungeheuer gebildet haben, obwohl es dafür bisher keine direkten Beweise für eine solche kulturelle Verbindung gibt. Die Analyse des Zahnverschleißes und der Isototenzusammensetzung des Knochengewebes von Elasmotherium deutet auf eine spezifische Ernährung hin, die es von den meisten anderen Nashörnern der Eiszeit unterschied. Im Gegensatz zum Wollnashorn, das sich hauptsächlich von Gras der trockenen Steppen ernährte, war Elasmotherium anscheinend bei der Auswahl seiner Vegetation weitaus weniger wählerisch und konnte sich von einer breiten Palette harter Gräser und Sträucher ernähren, was es dieser Linie möglicherweise ermöglichte, deutlich länger als die übrige eiszeitliche Megafauna zu überleben, da sie widerstandsfähiger gegen die allmählichen Veränderungen der Vegetation war, die das Ende der letzten Eiszeit begleiteten. Eine solche Ernährungsflexibilität ist generell charakteristisch für Arten, die ihre eng spezialisierten Zeitgenossen überleben. Je breiter das Spektrum verfügbarer Nahrungsquellen ist, desto weniger ist eine Art von einem bestimmten Ökosystem abhängig, dessen Zerstörung bei erheblichen Klimaveränderungen relativ schnell erfolgen kann. Wenn Sie diese unerwartete zeitliche Nähe überrascht hat, geben Sie uns einen Daumen hoch und wir kommen zur letzten Geschichte dieser Zusammenstellung, in der die Verwechslung in der Klassifizierung so gravierend war, dass eine Kreatur ursprünglich für eine riesige Schildkröte gehalten wurde. Im Jahr 1954 entdeckten sowjetische Paläontologen, die in der Wüste Gobi in der Mongolei arbeiteten, massive Klauen von etwa einem halben Meter Länge, die an ebenso beeindruckende Knochen der Vordergliedmaßen befestigt waren. Die Wüste Gobi wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten Zentren der weltweiten Dinosaurier-Paläontologie, gerade wegen der einzigartigen Kombination geologischer Bedingungen. Das trockene Klima der Region begünstigt die gute Erhaltung von Knochenmaterial und die ständige Winderosion legt regelmäßig neue Ablagerungsschichten frei, die Knochen freilegen, welche in feuchterem Klima längst zerstört oder unter einer Vegetationsschicht verborgen worden wären. Ausschließlich auf der Grundlage dieses fragmentarischen Materials stellten die Forscher die Hypothese auf, dass es sich um die Überreste einer riesigen, übergroßen fossilen Schildkröte handelte. Eine Hypothese, die bei aller Unerwartetheit zu dieser Zeit nicht weniger logisch erschien als jede andere angesichts des völligen Fehlens vergleichbaren Materials zum Vergleich. Der Gattungsname, der dem Tier bei seiner ersten Beschreibung gegeben wurde, Therizinosaurus, was Sichelechse bedeutet, spiegelte eher die Form der Klauen selbst wider, die riesigen Sicheln oder Sensen ähnelten, als tatsächliche Annahmen über die Verwandtschaftsverhältnisse des Tieres. Erst Jahrzehnte später, als vollständigere Skelette gefunden wurden, zuerst fragmentarisch und dann fast vollständige Exemplare in der Mongolei und den angrenzenden Regionen, wurde klar, vor den Wissenschaftlern befand sich tatsächlich ein Vertreter einer separaten, evolutionär ungewöhnlichen Gruppe von Dinosauriern, die von fleischfressenden Theropoden abstammte, aber Lebensstil und Ernährung radikal in Richtung Pflanzenfresser veränderte. Das vollständige Skelett zeigte einen massiven, tonnenförmigen Körper, einen langen Hals, einen zahnlosen Schnabel, kurze Hinterbeine mit breiten Füßen und einen relativ kleinen Kopf. Ein Aussehen, das fast nichts mit der ursprünglichen Version einer riesigen Schildkröte gemein hatte, aber dennoch dieselben riesigen Klauen bewahrte, die nun zum Markenzeichen, dem Erkennungsmerkmal der gesamten Familie der Therizinosauriden wurden. Die funktionale Bestimmung solch großer Klauen bei einem pflanzenfressenden Tier bleibt ebenfalls Gegenstand von Diskussionen. Die Hypothesen reichen von einem Werkzeug zum Abreißen und Heranziehen von Zweigen mit Blättern zum Maul, ähnlich wie einige moderne Pflanzenfresser Krallen oder Hauer zum Erreichen von Nahrung nutzen, bis hin zu reiner Verteidigungswaffe gegen Raubtiere, da Größe und Form der Klauen sie zu einem ernsthaften Abschreckungsfaktor für jeden potenziellen Angreifer machen.
trotz des insgesamt pflanzenfressenden Lebensstils ihres Besitzers. Neben dem Therizinosaurus selbst wurden bis heute mehrere verwandte Gattungen derselben Gruppe beschrieben, die in verschiedenen Regionen Asiens und Nordamerikas gefunden wurden. Dies ermöglichte es den Paläontologen, die allgemeine evolutionäre Entwicklung dieser ungewöhnlichen Familie viel besser zu verstehen. Den früheren und kleineren Vertretern der Gruppe zufolge erfolgte der Übergang vom fleischfressenden zum pflanzenfressenden Lebensstil bei den Therizinosauriden allmählich, über Millionen von Jahren mit aufeinanderfolgenden Veränderungen der Zahnform, einer Vergrößerung des Verdauungssystems und einem entsprechenden Wachstum der Gesamtkörpergröße. Ein klassisches Beispiel dafür, wie die Evolution die ökologische Rolle einer ganzen Tiergruppe radikal verändern kann, ohne dabei ihre allgemeine evolutionäre Abstammung von fleischfressenden Vorfahren zu ändern. Eine der am besten untersuchten Verwandtenarten, die in weitaus besserem Erhaltungszustand als das ursprüngliche mongolische Material gefunden wurde, half, die Frage der Befiederung endgültig zu klären. Diese Dinosauriergruppe behielt, den Abdrücken zufolge, eine primitive Körperbefiederung bei, was das endgültige Aussehen des Therizinosaurus noch weiter von der ursprünglichen Version einer schuppigen Riesenschildkröte entfernt. Vor uns liegt im Grunde ein gefiedertes, langhalsiges, pflanzenfressendes Monster mit riesigen Klauen, das dem ursprünglichen Bild aus dem Jahr 1954 überhaupt nicht mehr ähnelt. Eine solche Entdeckung von Federn bei einem Vertreter einer so großen und evolutionär so weit von typischen, gefiederten Dinosaurierlinien entfernten Gruppe wurde zu einem weiteren wichtigen Argument dafür, dass die Befiederung bei den verschiedensten Dinosauriergruppen weitaus weiter verbreitet war, als man noch vor einigen Jahrzehnten annahm. Als Federn fast ausschließlich mit kleinen, fleischfressenden Formen assoziiert wurden, die direkt mit den Vorfahren der Vögel verwandt waren. Eine Frage aus der Community zum Abschluss. Wenn Sie nur ein einziges Fragment eines ausgestorbenen Tieres in die Hände bekämen, ohne den Rest des Skeletts, welche Version würden Sie selbst vorschlagen? Schreibt eure kühnsten Hypothesen in die Kommentare. Manchmal liegen sie näher an der Wahrheit, als man denkt. Und manchmal, wie die Geschichte mit der riesigen Schildkröte zeigt, sind sie lustig weit von der Realität entfernt. Und auch daran ist nichts Schändliches. Wissenschaft bewegt sich gerade durch das Aufstellen von Hypothesen vorwärts, die dann entweder bestätigt oder mit Würde durch genauere Versionen ersetzt werden. 4 Geschichten, 4 völlig unterschiedliche Rekonstruktionsfehler. Eine Spirale von Zähnen an der falschen Stelle des Schädels, ein Tier, das auf dem Kopf stehend dargestellt wurde, ein Monster, das 30.000 Jahre länger als angenommen bis in die menschliche Epoche überlebte, und Krallen, die für einen Schildkrötenpanzer gehalten wurden. Die gemeinsame Schlussfolgerung ist dieselbe. Paläontologie arbeitet nicht mit fertigen Antworten, sondern mit einem sich ständig verfeinernden Modell, bei dem jede neue Analysetechnologie, Computertomographie, genetische Datierung, einfach eine bessere Erhaltung eines neuen Exemplars, die Vorstellung, die jahrzehntelang als unumstößlich galt, auf den Kopf stellen kann. Bezeichnend ist auch, dass der Fehler in allen 4 Fällen nicht auf Nachlässigkeit oder Inkompetenz der Forscher zurückzuführen war, sondern auf einen objektiven Mangel an Material zum Zeitpunkt der Erstbeschreibung. Bei den damals verfügbaren Fragmenten waren die vorgeschlagenen Versionen durchaus vernünftige Arbeitshypothesen und keine zufälligen Fantasien. Genau deshalb hat sich die Wissenschaft letztendlich selbst korrigiert. Nicht, weil jemand von außen auf den Fehler hingewiesen hätte, sondern weil die Anhäufung neuer Exemplare und das Aufkommen neuer Analysemethoden jede Hypothese unweigerlich früher oder später auf ihre Belastbarkeit prüfen und letztendlich nur die Versionen übrig lassen, die einer genaueren Prüfung wirklich standhalten. Es lohnt sich, diesen Grundsatz auch in Bezug auf viele andere ausgestorbene Lebewesen zu bedenken, deren Rekonstruktion heute als etabliert und endgültig erscheint.
Die Geschichte dieser 4 Funde zeigt anschaulich, dass selbst die am weitesten verbreiteten, in allen Enzyklopädien enthaltenen Bilder ausgestorbener Tiere jederzeit nur eine aktuelle, noch nicht endgültige Version einer weitaus komplexeren Wahrheit sein können, die die Wissenschaft im Zuge neuer Daten, neuer Exemplare und neuer, heute noch nicht erfundener Analysetechnologien weiter verfeinert. Wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, wissen Sie jetzt mehr über 4 Lebewesen, deren Geschichte die Wissenschaft einst falsch zusammengesetzt hat, als die meisten Menschen, die jemals auch nur einen dieser Namen gehört haben. Abonnieren Sie den Kanal und geben Sie einen Daumen hoch, wenn Sie mehr solcher Sammlungen sehen möchten. Fehler in der Paläontologie, die die Wissenschaft ehrlich korrigiert hat, gibt es offenbar viel mehr, als man gemeinhin denkt.